Das Wetter hier im Tiergarten ist heute wirklich wunderschön. Ja, die Sonne scheint und es sind unglaublich viele Leute unterwegs. Es ist schön, nach dem ganzen Stress im Hotel ein bisschen spazieren zu gehen. Absolut, die frische Luft tut uns beiden sehr gut. Pass auf, da kommt ein E-Scooter sehr schnell von hinten auf uns zu. Geh schnell einen Schritt zur Seite, Max. Oh nein, die große Baumwurzel hier auf dem Weg. Max, oh mein Gott, bist du gestürzt? Ah, mein Bein. Das tut unglaublich weh. Bleib ganz ruhig liegen, beweg dich bitte nicht. Der Scooterfahrer ist einfach weitergefahren, ohne anzuhalten. Das ist unmöglich. Aber jetzt bist du erst einmal viel wichtiger. Ich bin mit vollem Gewicht auf das rechte Knie gefallen. Lass mich das mal ansehen. Deine Jeans ist dort komplett zerrissen. Es pocht extrem stark. Ich glaube, da ist etwas richtig kaputt gegangen. Oh je, das sieht gar nicht gut aus. Es blutet auch ein bisschen. Ich versuche mal, mich langsam hinzusetzen. Nein, mach das auf keinen Fall. Bleib einfach flach auf dem Rücken liegen. Mir ist ein bisschen schwindelig vor lauter Schmerz. Atme tief ein und aus. Ganz ruhig, ich bin bei dir. Das Knie fühlt sich total falsch an, wenn ich es leicht bewege. Dein Knie ist auch schon sehr stark angeschwollen. Ich kann mein Bein überhaupt nicht mehr anheben. Wir dürfen kein Risiko eingehen. Wir brauchen Hilfe. Ich dachte wirklich, ich kann mich beim Fallen noch abfangen. Das ging alles viel zu schnell. Der Weg war hier sehr uneben. Der Schmerz zieht jetzt mein ganzes Bein hinauf. Versuch an etwas anderes zu denken. Atme mit mir zusammen. Tief ein. Das ist extrem schwer. Das Knie brennt wie Feuer. Soll ich dir meine Jacke zusammenrollen und unter den Kopf legen? Ja, bitte. Der Boden hier ist ziemlich hart und kalt. Hier, heb den Kopf leicht an. Ist das bequemer? Danke, das ist etwas besser für den Nacken. Ist dir kalt? Du zitterst auf einmal am ganzen Körper. Ich glaube, das ist einfach der Schock von dem harten Sturz. Das ist völlig normal. Dein Körper reagiert auf den Unfall. Wir wollten doch heute Abend eigentlich in das gute Restaurant gehen. Daran denken wir jetzt nicht. Die Gesundheit geht vor. Kannst du mir meine Wasserflasche aus dem Rucksack geben? Natürlich, hier ist sie. Trink einen kleinen Schluck. Langsam. Danke, das hilft gegen den extrem trockenen Mund. Das Blut am Knie wird zum Glück nicht mehr. Es ist nur eine Schürfwunde. Aber die Schwellung wird immer größer. Es sieht aus wie ein Ballon. Wir müssen das unbedingt sofort von einem Arzt untersuchen lassen. Vielleicht können wir einfach langsam zum nächsten Taxistand laufen. Nein, mit diesem Knie kommst du unmöglich in ein normales Auto. Du hast recht, ich kann überhaupt nicht aufstehen. Ich hole jetzt mein Handy aus der Handtasche. Wen genau willst du jetzt anrufen? Ich rufe jetzt den Notruf an, die Nummer 112. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Es ist doch nur ein Knie. Nein, Max, du kannst nicht laufen und stehst deutlich unter Schock. Ein Krankenwagen in Deutschland ist bestimmt sehr teuer. Wir haben eine gute Reisekrankenversicherung. Mach dir keine Sorgen um das Geld. Okay, dann ruf bitte an. Der Schmerz ist wirklich nicht mehr normal. Ich entsperre mein Handy. Ich habe zum Glück sehr guten Empfang hier im Park.
Mach bitte den Lautsprecher an, damit ich alles hören kann. Gute Idee, das mache ich. Ich wähle die 11. Es klingelt schon. Mein Herz schlägt total schnell. Bleib ruhig, ich spreche gleich mit der Person am Telefon. Hoffentlich geht in der Notrufzentrale schnell jemand ran. Ja, die Verbindung steht. Hallo, hier spricht Anna Müller. Wir brauchen Hilfe. Sag ihm sofort, dass wir draußen im Park sind. Ja, hallo, wir haben hier einen medizinischen Notfall. Was sagt der Mann am Telefon zu dir? Er fragt, was genau passiert ist. Erkläre ihm den Sturz mit dem Scooter. Mein Freund ist gestürzt. Er kann nicht aufstehen und hat extreme Schmerzen im Knie. Fragt er, ob ich noch wach bin? Ja, er fragt nach dem Bewusstsein. Ja, der Patient ist wach und voll ansprechbar. Sehr gut. Was möchte der Disponent noch wissen? Er fragt jetzt nach unserem genauen Standort. Unser Standort? Wir sind irgendwo mitten im Tiergarten. Ich sage ihm das. Wir sind im großen Tiergarten in Berlin, auf einem Fußweg. Der Park ist riesig. Er braucht bestimmt eine genauere Adresse für das Navi. Er sagt, er braucht dringend eine Straße oder einen bekannten Punkt in der Nähe. Überleg mal, wo sind wir vor 10 Minuten vorbeigegangen? Wir sind an der großen Siegessäule vorbeigelaufen. Das ist aber viel zu weit weg. Stimmt. Warte, ich sehe da drüben am Wasser ein kleines Gebäude. Welches Gebäude ist das? Steht da ein Name auf dem Dach? Ja, auf dem Schild steht groß Café am Neuen See. Super. Sag ihm das sofort. Wir sind auf dem Hauptweg direkt in der Nähe vom Café am Neuen See. Hat er das verstanden? Ja, er tippt. Er hat den Ort im System gefunden. Gott sei Dank, das ist eine unglaublich große Erleichterung. Er sagt, der Rettungswagen wird jetzt sofort zu uns losgeschickt. Wie lange dauert das ungefähr, bis Sie hier sind? Er schätzt etwa 8 bis 10 Minuten. 10 Minuten können extrem lang sein, wenn man Schmerzen hat. Ich weiß, Max. Halte durch. Die Zeit vergeht schnell. Hat er noch weitere Fragen an uns? Ja, er bleibt in der Leitung und stellt mir noch ein paar Fragen zu deiner Verletzung. Okay, ich höre genau zu. Er fragt, ob das Knie stark blutet oder ob es eine große offene Wunde gibt. Es blutet, aber nicht sehr stark. Es ist mehr eine große Schürfwunde. Ich sage ihm das. Nein, es blutet nur leicht, aber das Knie ist extrem geschwollen. Und das ganze Bein steht irgendwie in einem komischen Winkel. Er sagt sehr deutlich, du darfst das Bein auf gar keinen Fall bewegen. Keine Sorge, das mache ich bestimmt nicht freiwillig bei diesen Schmerzen. Er fragt, ob du noch andere Schmerzen hast, zum Beispiel am Kopf oder Rücken. Mein Kopf ist völlig in Ordnung. Ich bin ja zum Glück nur auf das Knie gefallen. Ich antworte ihm, nein, der Kopf ist nicht verletzt, nur das rechte Knie ist betroffen. Hast du ihm gesagt, dass mir furchtbar kalt ist und ich zittere? Das ist wichtig. Ja, ich sage es ihm jetzt. Er friert und zittert am ganzen Körper. Was antwortet er darauf? Er sagt, das ist eine normale Schockreaktion. Wir sollen dich unbedingt warm halten. Wir haben aber leider keine dicke Decke hier im Park dabei. Ich habe doch meine Jacke unter deinem Kopf und ich decke dich jetzt mit meinem Mantel zu. Danke, dein Mantel ist wenigstens ein bisschen warm. Der Mann am Telefon sagt, die Sanitäter sind jetzt mit Blaulicht unterwegs.
Sollen wir weiter in der Leitung bleiben? Er sagt, wir können jetzt auflegen, wenn sich dein Zustand nicht plötzlich verschlechtert. Mein Zustand ist stabil, sehr schmerzhaft, aber ich falle nicht in Ohnmacht. Okay, ich lege jetzt auf. Vielen Dank für Ihre schnelle Hilfe. Auf Wiederhören. Das hast du wirklich sehr professionell gemacht, Anna. Ich war auch ein bisschen nervös, aber die Leute in der Notrufzentrale sind extrem beruhigend. Ja, das stimmt. Jetzt heißt es für uns nur noch warten. Genau. Ich bleibe ganz nah bei dir sitzen und halte deine Hand. Wie viele Minuten sind jetzt ungefähr vergangen? Erst 3 Minuten. Wir müssen geduldig sein. Die Straßen sind heute voll. Der Boden wird langsam richtig feucht und die Kälte zieht in den Rücken. Versuch dich auf meine Stimme zu konzentrieren und nicht auf den Boden. Ich versuche es. Erzähl mir irgendetwas, um mich abzulenken. Okay. Wir wollten doch eigentlich morgen dieses große Museum besuchen. Ja, das Technikmuseum. Darauf hatte ich mich sehr gefreut. Das holen wir einfach nächste Woche nach. Das Museum rennt nicht weg. Wenn ich dann überhaupt wieder richtig mit dem Bein laufen kann. Bestimmt. Im Krankenhaus machen sie sicher sofort ein Röntgenbild. Vielleicht ist es ja nur eine sehr starke Prellung und nichts ist gebrochen. Das hoffe ich sehr für dich. Ein paar Leute bleiben stehen und schauen uns komisch an. Das ist normal. Eine Frau hat gerade nett gefragt, ob wir Hilfe brauchen. Was genau hast du ihr gesagt? Ich habe mich bedankt und gesagt, dass der Krankenwagen schon auf dem Weg ist. Das war gut. Wir brauchen jetzt nicht noch mehr Leute, die hier um uns herumstehen. Da hast du recht. Du brauchst jetzt frische Luft und vor allem Ruhe. Der Schmerz zieht jetzt wie ein Blitz bis in den Fuß hinunter. Das Knie pocht bestimmt stark. Die Zeit beim Warten vergeht wirklich sehr langsam. Ich schaue einfach auf die Bäume über uns. Die grünen Blätter beruhigen mich etwas. Das ist gut. Entspann deine Schultern ein bisschen. Du bist ganz verkrampft. Hast du dein Handy auf laut gestellt? Ja, natürlich. Falls die Sanitäter den Weg im Park nicht finden und uns anrufen. Hörst du das? Was meinst du? Die Enten auf dem Wasser? Nein, da ist ein Geräusch in der Ferne. Warte, ich bin ganz leise. Es klingt wie eine Sirene. Ja, jetzt höre ich es auch. Tatütata, das muss unser Krankenwagen sein. Das Geräusch wird immer lauter. Sie kommen definitiv näher zu uns. Sie sind bestimmt gleich am Eingang vom Tiergarten. Ich bin so froh. Ich halte das Liegen auf dem harten Boden kaum noch aus. Ich stehe jetzt mal auf, damit Sie uns aus der Ferne besser sehen können. Ja, winke ihnen zu, sobald du das Auto auf dem Weg siehst. Ich sehe das blaue Licht. Es blinkt durch die Bäume da ganz vorne. Fahren Sie auf den richtigen Weg in unsere Richtung? Ja, Sie biegen genau auf unseren Weg ab. Das Auto ist sehr groß und gelb. Der Parkweg ist zum Glück breit genug für dieses große Fahrzeug. Ich winke jetzt mit beiden Armen hoch in der Luft, damit Sie anhalten. Haben Sie dich schon gesehen? Ja, der Fahrer hat zurückgewinkt. Die laute Sirene geht jetzt aus. Das ist gut. Die Sirene tat schon fast in den Ohren weh. Sie parken das Auto genau vor uns auf dem Schotterweg. Endlich. Die medizinische Hilfe ist da. 2 Sanitäter steigen aus, eine Frau und ein großer Mann. Sie holen direkt einen großen roten Rucksack aus dem Auto.
Ich gehe Ihnen ein paar Schritte entgegen, um Hallo zu sagen. Was sagen die Sanitäter? Ich kann sie von hier unten nicht gut verstehen. Sie haben freundlich Guten Tag gesagt. Ich erkläre Ihnen kurz deinen harten Sturz. Sag ihnen bitte, dass ich mein Bein fast nicht mehr spüre. Habe ich. Der männliche Sanitäter kniet sich jetzt direkt neben dich. Guten Tag. Es tut mir leid, dass ich hier so auf dem Weg liege. Er lächelt und sagt, du musst dich nicht entschuldigen. Dafür sind sie ja da. Er öffnet meinen Hosenbund ein bisschen weiter, damit er das Knie besser sehen kann. Die Kollegin holt eine große Schere aus dem roten Rucksack. Oh, Sie wollen meine teure Jeans aufschneiden? Ja, Sie müssen das Knie genau ansehen. Deine Hose ist sowieso schon kaputt. Das stimmt. Die Hose ist jetzt auch völlig egal. Sie schneidet den Stoff am Knie ganz vorsichtig auf. Ah, das tut höllisch weh, wenn sie das Bein auch nur leicht berührt. Sie sagt, sie muss kurz fühlen, ob der Knochen noch stabil ist. Ich beiße die Zähne zusammen. Machen Sie bitte schnell. Du bist sehr tapfer, Max. Halte meine Hand ganz fest. Der Sanitäter misst jetzt meinen Blutdruck an meinem linken Arm. Und er steckt dir einen kleinen Clip an den Finger, um den Sauerstoff zu messen. Mein Blutdruck ist bestimmt sehr hoch vor lauter Aufregung und Schmerz. Er sagt, dein Blutdruck ist etwas hoch, aber völlig normal für diese extreme Situation. Was sagen Sie zu meinem verletzten Knie? Die Sanitäterin vermutet, dass die Kniescheibe gebrochen oder herausgesprungen ist. Das klingt absolut schrecklich. Keine Panik. Sie geben dir jetzt etwas gegen die starken Schmerzen. Was für ein Medikament bekomme ich jetzt? Der Sanitäter bereitet eine kleine Spritze vor. Oh nein, ich hasse Spritzen. Ich kann da nicht hinsehen. Schau einfach nicht hin. Schau mich an und konzentriere dich auf meine Augen. Das ist leicht gesagt. Ich bin extrem angespannt. Er sagt, das Schmerzmittel wirkt extrem schnell. Du wirst dich in 2 Minuten besser fühlen. Okay, ich mache die Augen ganz fest zu. So, das war's schon. Er hat dir das Mittel in den Arm gegeben. Das hat wirklich nur ein bisschen gepiekst. Siehst du? Alles halb so schlimm. Du atmest auch schon etwas ruhiger. Ich merke tatsächlich schon, wie mir eine angenehme Wärme in den Kopf steigt. Das Medikament fängt an zu wirken. Dein Gesicht sieht viel entspannter aus. Der stechende Schmerz im Knie ist nicht mehr so extrem scharf. Er wird dumpfer. Sehr gut. Die Sanitäterin holt jetzt eine Art Plastikschiene aus dem Auto. Wofür genau ist diese Schiene? Sie sagt, sie müssen dein Bein fixieren, damit es beim Transport im Auto nicht wackelt. Okay, sie legt die Schiene ganz vorsichtig um mein verletztes Knie. Das sieht sehr professionell aus. Sie pumpt jetzt Luft in die Schiene hinein. Das fühlt sich sehr fest an. Mein Knie kann sich jetzt keinen Millimeter mehr bewegen. Das ist genau der Sinn der Sache. Das schützt den kaputten Knochen vor weiteren Schäden. Ich fühle mich jetzt viel sicherer, wenn das Bein fest eingepackt ist. Der Kollege holt jetzt die Liege, die Trage, aus dem Rettungswagen. Die Trage hat kleine Rollen unten dran, oder? Ja, sie schieben sie direkt neben dich auf den Rasen. Wie komme ich jetzt vom Boden auf diese hohe Liege? Die beiden Sanitäter werden dich gemeinsam ganz vorsichtig hochheben. Ich bin aber ziemlich schwer für die beiden. Sie haben eine spezielle Technik dafür gelernt. Sie zählen gleich bis 3. Okay, ich bin bereit für den Transport.
1, 2, 3. Sie heben dich hoch. Ah, ein winziger Stich im Knie, aber es geht erstaunlich gut. So, du liegst jetzt sicher und weich auf der Trage. Das ist so viel bequemer als der harte, kalte Boden im Park. Sie decken dich jetzt mit einer dicken, warmen roten Decke komplett zu. Das tut sehr gut. Mir ist nämlich immer noch ziemlich kalt vom Schock. Sie schieben die Trage jetzt vorsichtig in den Rettungswagen hinein. Fährst du mit mir im Krankenwagen mit, Anna? Ja, die Sanitäter haben gesagt, ich darf mich vorne auf den Beifahrersitz setzen. Das ist eine große Beruhigung für mich. Lass mich bitte nicht allein. Niemals. Ich bin die ganze Zeit bei dir und begleite dich. Die Türen hinten werden geschlossen. Es ist sehr hell hier drin. Ich steige jetzt vorne in die Fahrerkabine ein und schnalle mich an. Fahren wir jetzt mit Blaulicht in das Krankenhaus? Der Fahrer sagt, wir fahren in das nächste Krankenhaus, in die Charité. Das ist eine sehr gute und bekannte Klinik. Dort bin ich in den besten Händen. Ja, wir fahren los. Die Sirene ist wieder an. Danke, dass du heute so schnell und absolut richtig reagiert hast, Anna. Das war doch völlig selbstverständlich, Max. Bald hast du es geschafft.